Liebe Jungfrau, herzlich willkommen zu deinem März-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein März gestalten möchte, was er für dich bereithält. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was ist wichtig, was ist ausschlaggebend, worauf solltest du achten, jedoch aber eventuell auch, was solltest du ganz außer Acht lassen. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Jungfrau im März. Ich höre durchstarten. Das Neue. Lange hast du gewartet, jetzt ist es endlich da. Du bist voller Power, voller Tatendrang, hast Sie sagen einen neuen Fokus. Du benutzt das, was jetzt ansteht, an Neuem als Sprungbrett. Denn du willst hoch hinaus, du hast große Pläne. Es ist fast, als würdest du all das, was bisher gewesen ist, umkrempeln wollen. Und ich würde sagen, du hast alle Kraft dazu. Du hast 4 Themenkarten, sehr intensive Themenkarten. Bitte achte darauf, nicht in alte Fahrwasser hinein zu geraten. Denn du bist ganz, ganz schnell dabei, wieder als scharfer Richter zu agieren, dir selbst gegenüber. Und ein negativer Gedanke und schon ist die ganze Spirale da und dein Powermut, dein Fokusmut switcht sofort in: Oh mein Gott, was tue ich eigentlich? Dann haben wir gleich zu Beginn im März jemanden, von dem du dachtest, dass dieser loyal ist, dass dieser dir zugewandt ist, dich supportet, doch plötzlich kommt aus dem Munde von diesem jemanden irgendein saudummer Spruch, ein abwertender Kommentar, in dem du glasklar die innere Einstellung erkennst. Wie gehst du damit um? Dann, du switcht immer hin und her zwischen dem, was du tun solltest und dem, was du tun möchtest. Denn der Ruf des Ich würde gerne tun, ist ein ganz anderer als der, den du im Alltäglichen verrichtest. Es ist gut möglich, dass du Visionen hast, dass du sehr intensiv träumst, dass der Ruf deines Herzens immer lauter wird und du zu jemandem gehst, der dies kann, egal auf welche Art und Weise, ein Therapeut sein, ein Heiler sein, der bei dir irgendeinen Knopf drückt und du plötzlich erkennst, welcher der rote Faden in deinem Leben ist. Warum du immer wieder an deine sogenannten vermeintlichen Grenzen stößt, warum du immer wieder an denselben Ausgangspunkt kommst. Dieser jemand, es kann ein beiläufiges Gespräch sein, es kann sein, dass du wirklich einen Termin vereinbarst, wie dem auch sei, oder du liest ein Buch von irgendeiner Koryphäe und es fällt dir ein Satz auf. Dieser jemand drückt bei dir einen Knopf und du darfst erkennen. Er wird dir sagen,
Du handelst auch immer gleich. Jedes Mal das Neue, was kommt, natürlich, man muss es erstmal setzen lassen. Doch dann immer das gleiche Muster. Schauen wir uns hier an deine Hauptenergie im März 2024, die Hauptenergie für die Jungfrau. Jawohl, das Bewusstsein. Und kaum erkennst du, wo du in deine Komfortzone hineinschlitterst, jedes Mal aufs Neue, ganz unbemerkt, darf die Veränderung stattfinden. Du wirst sagen, ach so, ich dachte XY. Nein, diesmal im März machst du es anders. Vorsicht, stelle dir immer den Wecker, double check, ob der Wecker gestellt ist. Es kann gut sein, dass du im März des Öfteren verschläfst, 20 Minuten zu spät kommst, wenn nicht 2 Stunden. Dann, liebe Jungfrau, setzt du dich einmal wieder mehr mit der Welt auseinander. Der Welt, wie sie dir nicht mehr gefällt. Der Welt, was dir an ihr nicht gefällt. Und es wird jemand kommen, der vielleicht in dieser Diskussionsrunde oder dann, wenn du deine Gedanken teilst, sagt, und welche Rolle nimmst du ein? Der März ist ein Powermonat für dich. Du kannst sehr, sehr viel verändern. Dein Kämpfergeist, dein Revoluzergeist, es anders zu machen, es besser zu machen, Menschen an die Hand zu nehmen, Menschen anzuleiten, wird geweckt. Und vor allem lässt du dir nicht gefallen, was dieses eine Feuerzeichen so beiläufig erwähnt hat. Es wird spannend. Manch eine Jungfrau kann einen Diamanten, Diamantring, Diamantohrringe, Diamanthalskette, was auch immer oder einen Rohdiamant kaufen bzw. geschenkt bekommen. Andere wiederum erkennen die Kraft des Diamanten als Edelstein, so gleich überswitchend zu den Halbedelsteinen, zu den Kristallen. Definitiv kannst du etwas aus deiner Vergangenheit bzw. deine Vergangenheit verändern, indem du Frieden mit ihr schließt. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt im März bei dir. Ich glaube nicht, dass, also es fühlt sich zumindest nicht so an, das Gefühl, dass sie mir vermitteln, dass du in das totale Loch einsteigen musst, in die Tiefen deines Unterbewusstseins und deiner Traurigkeit. No, baby, no. Es ist, du schließt einfach Frieden, sagst, ich hab's so satt. Neues Kapitel. So, das Bewusstsein, das, was du alles beobachtest und was damit einhergeht im Sinne, ja, was dir bewusst wird, rührt schon in dir so ein paar Emotions hoch. Du wirst dich im März teilweise vorfinden, dass du unruhig bist, dass du nervös bist, vielleicht, dass du nicht gleich einschlafen kannst oder mehrmals nachts aufwachst. Das sind so im Unterbewusstsein, ja, die Emotions, die running wild, sagen sie, die wirklich dich momentan steuern. Doch das hat mit deiner Bewusstseinsöffnung zu tun. Auch falls du mit einem Wasserzeichen verbunden bist, dort wird dir, also Wasserzeichen Fisch, Krebs, Skorpion, dort wird dir mehr und mehr klar, mehr und mehr bewusst und auch da gut möglich, dass es etwas zu klären gibt. Ja,
Es gibt etwas zu klären. Ihr werdet es klären. Und zwar auf ganz humane, ruhige Art und Weise. Man schließt Frieden, beziehungsweise man entlässt sich im Frieden. Du bekommst eine Antwort, unabhängig von allen Sternzeichen. Du bekommst eine Antwort, die du schon, sie sagen, seit deiner Kindheit hast du die Frage in dir. Also wie gesagt, erneut, das Bewusstsein wird erweitert. Ein Schütze ist, oder ein anderes Feuerzeichen, Widderlöwe Schütze, ist sehr aufgebracht. Muss nicht wegen dir sein, kann wegen allem Möglichen sein. Es ist ein Thema, das auch da wieder Running Wild, was dieses Feuerzeichen hauptsächlich bestimmt im März. Du kannst dieses Feuerzeichen zur Ruhe bringen, wenn du auf deine Intuition hörst. Bewusstsein über alles. Du bist dir im März deiner sehr, sehr sicher. Du vertraust dir selbst. Du weißt, dass es wichtig ist, dich zu zeigen, so wie du bist. Darum lasse ab von allen Urteilen dir selbst gegenüber. Gut möglich, dass einige von euch im März spirituelle Menschen ersuchen, um Antworten zu bekommen, um zu wachsen, um euer Bewusstsein zu erweitern. Doch deine Intuition sagt dir, genau dann, wenn du die E-Mail verschickst, wenn du anrufst, wenn du SMSst, wenn du im Internet surfst und dir jemanden suchst oder Inspiration diesbezüglich suchst, deine Intuition wird dir sagen, hey, die Antworten liegen in dir. Du brauchst das nicht. Wir haben einen großen Triggerpunkt im März, nämlich bezüglich des Feuerzeichens oder des Wasserzeichens hast du das Gefühl, nicht mehr genug beachtet zu werden, weil eben dieses andere Zeichen so sehr mit dem Vorbereiten, dem Aufbereiten dieses Aufregens zu tun hat, dass du das Gefühl hast, nicht mehr beachtet zu werden wie vorher. Du fühlst dich ungeliebt. Du fühlst dich nicht genug beachtet. Und da setzen wir an am roten Faden, der dir gegeben wird. Sobald du ihn greifst, wird es ein goldenes Seil und es wird dir den Weg aus diesem inneren Konflikt aufweisen. Liebe Jungfrau, wir machen weiter im Extended. Wir warten dort auf dich. Wir freuen uns auf dich. Bis gleich. Ciao.